Heute stelle ich euch wieder mal einen Mercedes 190er Babybenz von der Firma Norrev in 1:18 vor. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Vorstellung eines Modellautos von der Firma Norrev. Das ist die Verpackung von Norrev, typisch, nicht spektakulär, und ich würde sagen, wir packen den Wagen jetzt aus. Und wir schauen uns direkt die Front mal an. Ja, Mercedes typisch. Zumindest in der damaligen Zeit, diese großen, eckigen Frontscheinwerfer, ja. Der schöne Kühlergrill, der hier übrigens nicht durchstochen ist, ja. Schade. Dafür aber der Mercedes-Stern oben drauf. Das ist natürlich Pflicht. Ansonsten, ja, die Blinker, sehr markant. Schauen wir uns den Motor an. Und ihr könnt sehen, ist recht detailliert umgesetzt worden eigentlich, ja. Also vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Kontrast reinbringen können, in der Mitte zumindest. Aber ansonsten wenigstens verschiedenfarbige Tankbehälter und auch hier vorne die Aufkleber. Ja, das gefällt mir. Das ist gut gemacht worden. Die Scharniere von der Motorhaube, naja, hätte man natürlich auch noch filigraner umsetzen können. Ne? Bleib stehen. So, schauen wir uns die Seite an. Und die ist natürlich auch Mercedes typisch, ja, aus der damaligen Zeit. Mit der Sacco-Linie, ja, dank des Designers Bruno Sacco, dem wir ja einige Modelle zu verdanken haben. Unter anderem auch zum Beispiel den berühmten W126, die S-Klasse, ja. Unter anderem mein Favorit, habe ich auch schon vorgestellt. Schaut euch dazu das Video mal an. Mehrere sogar. Auch ein fantastisches Auto. Unaufgeregtes Design, ja, aber dennoch, sage ich mal, markant und wiedererkennbar. Die Felgen passen auch wunderbar zum Auto, finde ich. Hätten jetzt auch von Norrev hier etwas detailliert gemacht werden können. Die sind nicht durchstochen hier. Aber naja. Ansonsten ist das alles schon recht stimmig. Ja. Selbst hier die Lüftung. Ja. Ich glaube, das war damals dazu, dass es im Innenraum nicht zu feucht wird. Ja, schauen wir uns das Heck an. Sehr markant. Ne. Hier der Auspuff. Aber natürlich hier die Lichter. Die Hecklichter mit den gerillten Linien hier, ja, oder Rillen. Ja. Sehr markant, habe ich damals als Kind immer gewusst, das ist ein Mercedes, wo man die Lichter gesehen hat, auch wenn kein Stern oben drauf war. Wie gesagt, Stern vorhanden, und wir schauen jetzt mal rein. Und wir können sehen, unspektakulär, außer dass hier ein Warndreieck da ist. Ja, sehr schön. Allerdings ist der Kofferraum nicht mit Teppichimitat ausgekleidet. Ein Zuschauer hat mir da geschrieben beim letzten Vorstellung eines Babybenzes, und zwar den roten, hier auch mal verlinkt, dass es durchaus authentisch ist, dass da kein Teppichboden verlegt ist. Ich sag mal so, ich habe es ja im roten, ich habe es ja im Video des roten Babybenz auch schon erwähnt. Mir wird es natürlich besser gefallen, wenn Teppich drin ist, auch wenn das Original keinen hatte, ja. Ist einfach wertiger, ne? Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall dann den Innenraum an. So, und ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Das sieht natürlich sehr edel aus, ne? Der Fußbodenraum ist natürlich hier in dem Fall auch beflockt. Ja, das ist natürlich schön. Die Tür auch relativ detailliert gemacht worden. Das Armaturenbrett, Lenkrad, das sieht alles in Ordnung aus. Auch in der Mitte der Schaltknauf und die Handbremse ist an alles gedacht worden, auch hier im Heckbereich. Sieht sehr edel aus hier mit der beigen Farbe. Und wir schauen uns die Beifahrerseite an. Hier, ja, das kann man durchaus machen. Da gibt es nichts großartig zu beanstanden. Ne? Und hier im Heckbereich, wie gesagt, alles stimmig. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe noch zig andere Mercedes vorgestellt. Im Anschluss seht ihr eine Playlist hier verlinkt. Ja, du könnt ihr im Anschluss gerne draufklicken. Schreibt mir in die Kommentare, wie gefällt euch der Wagen. Ja? Habt ihr ihn auch? Kommt ihr in eure Sammlung oder sagt ihr, nee, um Gottes Willen, ich nehme nur neue Mercedes? Schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.